Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück in Breathedge und wollen weiter rausfinden, wie wir die Station wieder zum Laufen kriegen. Okay, ein Alkali. Ja, so langsam wird es ein bisschen eng mit. Wir schnappen einfach alles und nehmen mit, was geht. Das hält mich nicht da. Repair-Tool, okay. Ein Filter, okay. Was brauche ich denn jetzt da? A first-class multi-stage filtration capsule for small spacecrafts. I can imagine how it works, but I don't know how to build one myself. These filters were created by entire scientific departments, and it's unlikely that scientists were limited to just electrical tape. Was haben wir hier noch? We've been in this situation before. If we fix these broken wires, we won't have to break the door. Probably. Oh, toll. Raten, was genau jetzt kaputt ist, unser Repair-Tool. Rat mal, was genau nicht zufälligerweise hier, nicht hier oben liegt, ein neues Repair-Tool. Nee, schnell Kram mitnehmen, einfach nur, falls wir es brauchen. Ein Navigation-Chip, Okay, ich muss mal Platz machen. I saw something similar in the diagrams of spaceship navigation systems in Grandpa's garage. There was also an antenna, all sorts of circuit boards, screws, but there were no dead body pieces stuck between the capacitors. Although I guess they're not really necessary for navigation. Hier ist noch mehr Rubber, aber die Kacke ist jetzt natürlich, dass unser... noch mehr Refined Metal, das kommt... Das kommt natürlich noch mit und dann müssen wir jetzt erstmal hier drüben hingehen. Okay. Achso, ja, toll. Jetzt um den Draht zu reparieren, brauchen wir ein Repair-Tool und... Um das zu reparieren, ja, ich verstehe. Hier liegt natürlich auch nichts, das heißt, wir können jetzt tatsächlich schon wieder zurückrennen. Ja, okay, da würde ich jetzt immer ganz kurz einen kleinen Cut machen. Es sei denn, hier liegt noch irgendwie zufälligerweise so ein Ding irgendwo in der Ecke und ich sehe es gerade einfach nicht. Sieht leider nicht ganz danach aus. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir gleich wieder da, sobald wir ein Reparaturwerkzeug haben. Oh, und da sind wir wieder unterwegs und haben ein Repair-Tool. Wir müssen jetzt natürlich noch ein paar Mal hier das Ding neutralisieren und dann wieder reparieren. Das dauert jetzt natürlich 2-3 Mal. Ja, genau. Och, Nerv. Natürlich. So, jetzt haben wir das repariert. Das heißt, wir müssen jetzt hier rein können. Wir müssten jetzt hier rein können. It has a toggle switch. Disgusting. Don't touch anything. This should help a little, although touching a toggle switch, even to survive, I really don't know. Push my toggle switch to on. Push it to on. Now, can you hear it? I can't hear its angry babbling either. Looks like it's time to reboot the central processor. Na, dann wollen wir mal. What happened? Did you just reboot me by just pushing the button? I take it you'll continue damaging the equipment until I run diagnostics? Well then, the core of your shuttle is melting, the weapons are uncalibrated, passive defense is not installed, active defense is not installed. It's nothing but a tin can. Happy now? I'll fix your engines and you'll get out of here. Okay. Oh ja, kann ich mit leben. That's a good deal, and the only possible one. The diagnostic station is not designed for complex repairs at all. It's time to return to Normandy. By the way, maybe we could fast travel there.
We're still here. Apparently there's no fast travel in this game. We'll have to go back on foot. That's a shame. I picked out such a nice visual effect, such beautiful sounds, and such a nice loading bar. Have you seen it? Ah, schön, schön. Oh, you're back already? It's done. By the way, you were saying something about going to the accelerating station. I want to inform you that without a friend or foe system, the protective systems of the liner's bow will destroy you. Good luck. I'm sure we won't last long without decent repairs, so even the security systems won't be needed for the shuttle to fall apart. As for the friend or foe identification system, I don't know anything about it. Das klingt doch schon mal gut. So, zumindest kann das Schiff jetzt erstmal wieder fliegen. Oh. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Sieht es hier teilemäßig aus. Wir hätten noch genug Zeug, um einen weiteren Koffer zu bauen. Wir haben auch genug Metall, dass uns der Verlust des raffinierten Metalls dafür nicht wehtun könnte. Machen wir doch mal. Achso, muss ich erst wieder Platz schaffen. Ich glaube, das reicht hier, die 2 Dinge abzuwerfen. Ich glaube, der Koffer war recht groß. Ja. Na gut, dann. Ihr wisst ja, wie es läuft. Dann machen wir mal ein bisschen Platz im Inventar. So, und gucken, ob das jetzt reicht. Das reicht. Bin mir nicht sicher, ob noch irgendwo noch weiteres Titan war, aber das ist jetzt auch erstmal nicht so wild. Das ist jetzt auch nicht ordentlich, ich weiß, aber Hauptsache irgendwas, wo wir hier noch ein bisschen Modder abplatziert kriegen. Ohne dass es uns das komplette Inventar zumüllt. Bin eh mal gespannt, ob die jetzt dann da auch so liegen bleiben, wenn wir hier rumfliegen. Und das werden wir jetzt gleich rausfinden. Sicherheitshalber speichern wir auf jeden Fall nochmal. Ich glaube, wir haben genug Krempel, dass das jetzt kein großes Problem sein wird. Create and install the navigator. Was? Jetzt neue Tasks. By the way, the weapons calibrate themselves automatically when shooting at random targets. I have no idea where to look for everything else listed in the diagnostics, and therefore, I suggest exploring the nearest debris. I shouldn't have said anything about the weapons. I have to warn you about the illegality of shoot. Never mind. Never mind. So, Explore Space. Der nächste 8000, 4000. Auch 4000. Können wir hier wirklich nicht raus? Nö, können wir tatsächlich nicht, oder? Nö. Wir können tatsächlich die Steuerkonsole gerade nicht verlassen. Aber was sind das da? Können wir da andocken? What's that up ahead? I'm not mistaken, am I? Is it a fully functioning Breathedge coffin with hands? We've already seen such coffins, but I doubted it until now. An automatic maintenance team. They can patch us up, but nothing more. We can't get them to completely repair the shuttle. Und wirklich hinfliegen können wir auch nicht, ja? Bot Station. These, I don't even know what to call them. Coffin bots? They are not our friends. I'd like to note that your shooting skill is absolutely unimportant. These weapons have simplified our and they simply adapt.
Okay, ja. Caution, critical damage. Okay. You lie again. You are here. That means death was impossible. Tell Wo haben wir denn Schaden bekommen und wann? Habe ich gerade irgendwie gar nicht so mitbekommen. Welcome to the Diagnostic Center. Yes. Please go to the reception. War es ernsthaft? Task Restart Station Turn off Power? Sind wir jetzt echt wieder hier? Warte, wir hatten noch gespeichert. Wir haben gespeichert. Dann muss man jetzt hier nicht nochmal rumrennen, ey. Das wäre jetzt vielleicht noch gewesen. Okay, By the way, the weapons calibrate themselves automatically when shooting at random targets. I have no idea where to look for everything else listed in the diagnostics, and therefore, I suggest exploring the nearest debris. dass man jetzt hier so noch nach links und rechts drehen kann, finde ich eigentlich ganz witzig. I couldn't have said anything about the weapons. I have to warn you about the illegality of shoot. Never mind. What's that up ahead? I'm not mistaken, am I? Is it a fully functioning Breathedge coffin with hands? We've already seen such coffins, but I doubted it until now. An automatic maintenance team. They can patch us up, but nothing more. We can't get them to completely repair the shuttle. Ah, verstehe. Normandy is ready for more damage. So, ich glaube, wir lassen jetzt erstmal die Station sein. Und stattdessen fliegen wir mal hinter zu den Fragezeichen. Hier schon wieder aus. Was hier über für ein Scheiß rumfliegt. Looks like this is the debris of the liner's bow. It was the only part that contained unique observation modules with domed glass. How this glass survived the disaster is a mystery to me, but it would be nice to get inside, at least out of curiosity. Naja, dann fliegen wir mal hin, gucken mal, was es da gibt. Wieder überall Schrott hier. According to the number, this is one of the domed cooling modules. The extremely low temperatures overboard and the huge volumes of working fluids allowed the modules to maintain almost any temperature in the shell of the cores without unnecessary energy consumption. We could use something like this for the damaged core of Normandy. Jetzt erstmal die Frage, wo wir hier reinkommen. Docking airlock. You can get inside from here. Or rather, you could get inside if you could break all this ice. Was? Wo? Können wir das wegrammen? Nö. You can dock now. Ah, geht doch. Docking. Okay, Inventar ist leer, das heißt, alles, was wir auf dieser Station finden, wird wieder instant eingetütet. Das gilt vor allem für raffiniertes Metall. Das ein bisschen doof ist. Da haben wir jetzt eigentlich noch den zweiten Koffer. Ja, den haben wir. Cool. Achso, das ist so das Reparaturding. Ich glaube, da hängt gerade noch irgendwas. I have no detailed information about the liner's cooling system in my database, but I'm sure you'll have to find something and break something. Ja, das ist ja das, was wir die ganze Zeit machen. Dinge finden und dann kaputt machen. I wonder if you can call icicles icicles in zero gravity. Technically, they form in a different way, which means they must have another name. Orbicles, for example. Or, expandicles, bursticles, pressuricles. I don't know. I'll allocate one of my processors for generating the name, perhaps.
Muss aufpassen, dass ich nicht zu viel einstecke. Oh, der sieht aber gesund aus. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel einstecke. Was mache ich? Ich stecke einfach alles ein. Das funktioniert großartig. So, jetzt sollten wir uns aber erstmal ein bisschen darauf fokussieren, mehr raffiniertes Metall zu kriegen. Oh, ein First Aid Kit. Aluminium, ach, ich kann es halt auch einfach echt nicht liegen lassen. Geht einfach nicht. It looks like this is not a passageway leading to the dome, but a temporary storage module. I didn't know it was located in this part of the liner. Wieder so ein Gravity Module. So it is. These are temporary storage refrigerators. Everyone who was lucky enough to die during the flight on the liner was placed here, and according to my data, there were many of them. Okay. Was gibt's hier jetzt? Tote. Hier gibt's einfach Tote. Refrigerator. Okay. Scannen wir das doch mal. Very interesting. The design of these refrigerators is not that simple. If I had more information, I could make a useful blueprint for Normandy. Okay, der braucht mehr davon. This boulder could be named in your honor. Just look at all the stuff it destroyed. Bis. Ah ja. Ja gut, dann geht's jetzt hier eigentlich ja nur weiter. Everything is blocked with ice for the moment. It's unlikely to be able to break through. Raffiniertes Metall, sehr gut. Das heißt, wir werden wahrscheinlich sehr bald noch einen zweiten Koffer bauen können. Wenn wir noch ein bisschen mehr davon finden zumindest. Bis wir einen dritten Koffer, so rum. Scheiße ich das ganze Schiff einfach mit Koffern voll. Gar kein Thema. Navigationschip. Inventar voll. Die sehen aber auch alle sehr gesund aus hier. Okay, dem fehlt ein halber Raumanzug. Amazing! I can't imagine how this happened, but by looking at the junction box in his hand, I can make a rough diagram of how to connect the refrigerator. So, dann brauchen wir noch einen, ne? Looks like acute poisoning, or stupid poisoning, as he ate a hamster. Einen braucht man noch. 81 Meter. Oh ja, guck mal, da geht's einfach weiter. Was ist denn das? Electronics. Gut, dann muss man das First Aid Kit hier nehmen. Ich glaube, hier lag auch noch eins. Ach, jetzt sind wir hier weiter oben, verstehe. I have no idea what it is or how it works. This is clearly not just simple steam, but something much colder, although you could get under the dome from here. Da ist mehr raffiniertes Metall, das wir auf jeden Fall mitnehmen. Zur Not auf Kosten von Fressen, weil davon haben wir eh genug. Ist hier noch so? Nichts Wichtiges. Ah, hier guck mal, hier ist der letzte Scan. Despite the damage, the
nitrogen valve control unit in this refrigerator remained intact. Very interesting. Looks like I figured out the general concept of integrating thermal control systems, even though I don't have an engineering chip installed in me. All that's left is to study the cooling system controller and figure out where to get the working fluid. Then we can assemble a cooling unit for Normandy. Simple as pie. Now it's clear how to disable the flow of nitrogen. Turn the A02 valve all the way to the right, then the 3 nitrogen reduction valves. Turn the B6 valve to the left at a 30-degree angle. Don't forget to depressurize the valve. Well, or like this. All right, time to check the dough. The cooling system controller should be here somewhere. We're looking for some sort of a, box? No, probably a computer, or a room, or maybe a data block, or a barrel with a button. I haven't fully studied what it should look like. Wait a second, this mosaic. So that's why your relative's face seemed so familiar to me. A brilliant engineer, one of the creators of the core, and the father of artificial intelligence. It's him! Amazing! Are you sure you're not adopted? The crew was killed shortly before the crash. They didn't even have anything to defend themselves with. I noticed that it's enough for a human to get one hit in any part of the body to die, whereas coffins only die when certain points on the head and stomach are damaged. Also langsam kriegen wir echt ein Platzproblem. Und zwar ein gewaltiges. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder genug raffiniertes Metall, dass wir einen neuen Container bauen können. Da oben los, wieder ein Toter. Ouch, that must hurt. According to some sketchy fragments of data, I assumed that it might be the office of your grandpa and his team. Did you know that he was supposed to be on board the liner? An employee pass is required. I wonder if a handy scrapper will do, or if you'll have to search the bodies. Anscheinend müssen wir die Leichen durchsuchen. Nothing of interest. Wo geht's denn jetzt hier wieder raus? Hilfe? Ah, okay. Warte mal, wir haben doch jetzt diesen Soil Analyzer. Solids detected. Solids detected. Victor Plotouchen, okay? An electron pass of a certain Victor Plotvian. That's Victor Genadvich for sure. Now I understand why his face seems so similar to me. He often visited with ein some business, poor guy. The deceased is on the ship's crew lists. I've checked. I don't know why, though. So, das sollte schon reichen, dass wir hier rankommen. It's a good thing you only need to pass from a corpse, but not the corpse itself. Okay. Ich glaube, Alkali haben wir jetzt eigentlich genug. Apparently, your grandpa was supposed to fly as a crew member and monitor the Corps' activity. I wish I'd had a chance to talk to him. Boah, schon wieder diese scheiß winkligen Gänge, ey. Someone's been
been looking for something here. I wonder what it was. An old photo of my grandfather with his friend Ricky. While the grown-ups were drinking like fish, we seemed to get along pretty well with Ricky's grandson. Too bad they both disappeared. Okay, sehr cool, sehr cool. Schöne Referenz an Rick and Morty. I loved to sculpt when I was a kid. I wasn't really good at it, but I remember this chicken turned out amazing. I ran to show it to my grandpa, but I tripped and it got squashed on the floor. I started crying and my grandpa tried to calm me down, saying that it was this way it looked even better, and this made me cry even more. I can't believe grandpa kept it. Nehmen wir das jetzt mit? Keine Ahnung. Ach, A komm. masterpiece. Or rather, it used to be a masterpiece. Most likely, the liner's core was remotely controlled from here, but someone broke everything. Genau der Ort zum Sterben. Was gibt's hier? Hier hätte man noch Fabric mitnehmen können, aber wir sind voll. Also Platz ist hier ein Problem. Vielleicht nehme ich auch einfach zu viel mit. Könnte die Scheiße auch genauso gut einfach liegen lassen. I got a good spanking then, it hurts just remembering it. It's a shame the camera takes only one picture though. It would have been an interesting series of photos, by the way. Later the chicken gave me a harder time than my grandpa. A photo from the Energon Con, where they presented the improved engines of a modern shuttle developed by my grandpa. I was just a schoolboy at the time, but I actively helped Grandpa to make a model of the engine for the presentation. It was fun. International Earth Planetarium number 37. Entrance ticket, Planet Grandpa. These are tickets to the largest planetarium in the galaxy. I was very young then, but I remember how cool it was like it was yesterday. I drew some doodles on the tickets before we got in, and the ticket collector refused to let us pass. I don't remember how it all worked out, but I remember my grandpa walking around the planetarium looking very happy with a split lip. It was an apricot until I ate it. It was really tasty. However, grandpa gave me a good spanking for that and covered it with epoxy resin so I would spoil it. I think someone gave to him this apricot after the mass extinction of plants on plants on Earth, and he dreamed of growing a real apricot tree on Kepler 438 one day. Okay, ich sehe schon, wir waren jetzt nicht unbedingt der größte Stolz vom Großvater. I think the controller must be here somewhere. Ich sehe das schon kommen, wir können gerade nochmal dreimal rumrennen. Here it is, the cooling system controller. I told you it looked like, this. Either the controller is broken, or we don't have access. In any case, I only need to examine its internals, so I suggest using a handy scrapper. Ja, ich hab doch einen. Gut, dass wir mittlerweile den haben, der nicht mehr kaputt geht. So this is how it works. Okay, die Spannung hält sich jetzt so echt gerade ein bisschen in Grenzen.
enough damage. I've made a blueprint of the cooling unit. You can feel how hot my walking board is. No less than 85 degrees. Okay. I knew you wouldn't say no. It's hot, isn't it? Just like Normandy's core, which we need to cool down already. However, I have some unpleasant news for you. I found out where to find the working fluid for the cooling unit, but you are unlikely to like it. In any case, we will need a drill and moral depravity. Ja gut, Gesundheitszimmer ist auch voll. Boah, müssen wir jetzt echt hier den ganzen Weg zurückrennen. Seufz. Wo ging es überhaupt nochmal zurück? Das ist jetzt gerade die nächste spannende Frage. Hier kam der her. Da war der Raum. Da müssen wir eigentlich von der anderen Seite gekommen sein. Ah, da. Könnte man natürlich fast überlegen, dann nochmal hier reinzugehen, wenn wir auf dem Schiff waren. I Irgendwie. can't stop thinking about your brilliant relative. He clearly worked here and designed many of the liner's systems. Could the accident have been caused by someone who needed his body or the data from his office? Ja, das könnte sein. Yes, that's right. The working fluid is inside of them in the area of the bladder. We really need it, but they don't. Okay. Another elderly person with cardiac failure. I don't envy their funerary spacesuits. It must be so stressful for them. Verstehe. Ist jetzt nur die Frage, was wir dafür fallen lassen. Ich würde sagen, ein bisschen Draht, der weg kann. The working fluid, no doubt about it. Working Fluid. To be more exact, some diluted remains mixed with the shavings of the poor frozen guy. They filled the dead people with the stuff for deep cooling, but I still don't get why the liquid can only be obtained from the bladder. So, da sind wir jetzt wieder hier unten. Na komm. Und dann hoffe ich, dass wir schnell zum Schiff zurückkommen. Und bei unserem Glück haben wir dann wieder von irgendwas, fehlt uns wieder irgendeine Ressource, die wir hier wieder finden müssen. Dann rennen wir noch 3 Stunden auf dem Ding rum. Immerhin haben sie Ausgangsschilder angebracht. Das hilft hoffentlich dabei, den Weg zum Schiff schnell zurückzufinden. Tatsache. Okay. Equipment, Items, Cooling Unit, Non-Work. Ernsthaft, 4. 4 Working Fluids, Non-Conductive Gel Generator. Okay. Ja, aber ich glaube, so das Thema Ressourcen finden ist jetzt irgendwie nicht so schlimm wie befürchtet. Wir kriegen ja wahrlich genug. Aber apropos wahrlich genug, für die Folge reicht es erstmal. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Vielleicht lasse ich den zwischen den Folgen Markus nochmal los, dass der hier irgendwie nochmal an Zeug aufsammeln geht oder so. Mal gucken. Wir können auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal einen neuen Koffer bauen, das Zeug irgendwie da einzustapeln. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Euch erstmal wieder danke fürs Dabeisein und fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier im Nerdzeitalter. Macht's gut und tschüss.